gefährlich für den LKW-Fahrer. Ihnen sollte man den Führerschein möglichst schnellstmöglich wegnehmen. Dann noch besser, dann sollten Sie aussteigen und zu Fuß laufen. Guck mal, was stimmt mit Ihnen eigentlich nicht? Verantwortlich für so ein Gerät, Sie haben Verantwortung für so ein großes Gerät und verhalten sich so dermaßen unsozial und aggressiv. Wie kann das passieren? Was ist mit Ihnen passiert? Ja, dann fahren Sie mal noch ein paar tot. Ja. Moin und willkommen zur 76. Ausgabe hier auf meinem Kanal. Ja, wir sind mal wieder auf dem bündnispflichtigen Radweg unterwegs und irgendjemand meint, dass dieser zwischen den Streifenbereich fürs Parken da ist. Ist er aber nicht. Und auch hier geradeaus, links ein Transporter auf dem Gehweg, rechts die beiden auch innerhalb des Kreuzungsbereiches, innerhalb der 8 Meter, wo nicht geparkt werden darf, da die Straße einen Radweg besitzt. Auch sehr guter Platz zum Parken. Und den winke ich nochmal durch. Auch hier winke ich direkt, er soll weiterfahren. Eigentlich hätte ich ja Vorfahrt, weil die Hindernisse auf seiner Seite sind. Aber bevor er sich da in eine kleine Lücke reinquetscht, ist er auch schneller durch. Na, wie viel Zentimeter waren das? Aber ist ja auch kein Wunder, denn die Gegenfahrbahn war ja auch durch Gegenverkehr komplett versperrt. Er hätte ja gar nicht auf den linken Fahrstreifen ausweichen können. Und so schnell sehen wir uns wieder. Und diese komische Rumpelpiste da auf der rechten Seite soll übrigens ein Radweg sein. Auch mit Warnblinker ist es ungünstig, auf einer Fahrradweiche zu stehen. Und warum hier geradeaus der Radfahrstreifen so massiv eingeengt wird, kann ich auch nicht verstehen. Na, wie viel Zentimeter waren das? Na, immerhin der bleibt hinter dem Radfahrer. Und das, obwohl es sogar ein Smart war. Und so schnell kann das Wetter umschlagen in Hamburg.
Und hier meine absolute Lieblingsszene aus der letzten Zeit. Wir fahren in der Kühnstraße, der Horrorbaustelle, der ehemaligen Horrorbaustelle, auf dem neuen sonstigen Radweg hier entlang. Ja. Yeah. Und hier sehen wir auch auf der rechten Seite, Radfahrer weicht aus. Wird trotzdem noch von dem anderen LKW-Fahrer geschnitten. Weiß jetzt gar nicht, wo er richtig hin soll. Davor stehen noch mehrere LKWs. Jetzt weicht er, um sicher zu sein, auf den Gehweg aus. Katastrophale Zustände. Naja. Wollen wir mal anrufen bei der Firma. Hier sehen wir auch, wie weit die Autos ausweichen müssen, nämlich bis auf den Radfahrstreifen auf der anderen Straßenseite oder Fahrbahnseite, weil wirklich alles zugeparkt ist, komplett. Da stehen noch mehrere LKWs davor. Unglaublich. Sie stehen hier schlecht. Das ist ein Radfahrstreifen, auf dem dürfen Sie nicht stehen. Ja. Ihre Firma hat mich informiert und die Polizei auch. Ist Ihnen egal. Haben Sie auch anrufen? Hab ich schon. Wir haben da extra abgestellt, das ist wie so eine Frage beantwortet. Habe ich schon angerufen. Super. Aber es ist schön, wie Sie sich für die Sicherheit anderer einsetzen. Das ist Ihnen anscheinend egal, ob man da jetzt ausweichen muss. Ist Ihnen egal. Ist Ihnen egal. Okay. Und da vorne stellt sich schon wieder auf die Bushaltestelle, auch wieder mit Warnblinkanlage. Also manchmal fragt man sich, haben die eigentlich einen Führerschein gemacht? Ich kann anscheinend nicht mit so einem Ding umgehen irgendwie. Da ich ja weiß, dass hinter mir gleich ein LKW überholt, weiche ich nicht auf die Fahrbahn aus, sondern bleibe dahinter stehen. Bitte? Ja, Foto habe ich trotzdem gemacht, genau wie von Ihnen. Aber was sind Sie eigentlich für ein LKW-Fahrer? Ihnen sollte man den Führerschein möglichst schnellstmöglich wegnehmen. Dann noch besser, dann sollten Sie aussteigen und zu Fuß laufen. Guck mal, was stimmt mit Ihnen eigentlich nicht? Verantwortlich für so ein Gerät, Sie haben Verantwortung für so ein großes Gerät und verhalten sich so dermaßen unsozial und aggressiv. Wie kann das passieren? Was ist mit Ihnen passiert? Ja, dann fahren Sie mal noch ein paar tot. Ja. Ich habe das Unternehmen natürlich angeschrieben und auch versucht nochmal anzurufen und habe denen die Situation nochmal genauestens erläutert und habe ihnen auch angeboten, dass ich denen natürlich das Videomaterial und Bildmaterial zur internen Auswertung überlassen würde. Darauf sind sie nicht eingegangen. Ich habe keinerlei Antwort bekommen, keine Reaktion. Und da frage ich mich natürlich, wenn die Mitarbeiter mit Fahrzeugen durch die Gegend fahren, auf dessen Fahrzeugen deren Name stehen, wie man sowas ignorieren kann, denn dadurch wird natürlich auch der eigene Ruf geschädigt. Und wenn ich Unternehmer wäre und da würde jemand an mich herantreten, ich würde das lückenlos aufklären wollen, denn das schadet so meinem eigenen Ruf, meinem Namen, der draufsteht. Und na gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe natürlich auch darum gebeten, dass ich, wenn sie mir antworten, dass ich bitte eine zitierfähige Antwort gerne hätte, da ich darüber berichten werde.
Und ja, wie gesagt, es kam keinerlei Antwort, bis heute nicht, auch auf mehrere Nachfragen nicht. Anscheinend kein Interesse.